Moin zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Heute geht es mal nicht um die Formel 1, auch wenn Axel hier neben mir steht, den seht ihr noch nicht, und Thomas hier steht. Jedoch, Thomas musste gerade eine halbe Stunde hier sich gedulden. Wir waren verabredet zum Drehen von Gerrits Tagebuch vor einer halben Stunde, weil Axel und ich uns wieder über Fehlerchen bei der Formel 1 unterhielten, die wir halt immer noch suchen. Wir haben seit der letzten Folge von Gerrits Tagebuch ganz viel gelernt, aber noch keinen Fehler eliminiert. Aber wir schaffen das noch, oder? Oder wollen wir einfach sagen, es läuft jetzt gut so? Jetzt sind wir Alles klar, dabei. wir sind... Das war ja, haben wir keine Lust mehr. Wir sind noch dran, die letzten Fehlerchen zu finden. Aber die Formel-1-Technik hat ja schon immer so ein bisschen eine zweite Vision parat gehabt, nämlich die der Achterbahn. Und bei dir im Kopf schwirren ja noch 1000 andere Ideen mit, was man mit dieser Technik machen könnte. Denn ich war, ich glaube, es ist schon fast 3 Jahre her, im Europapark mit dem Ziel, eine Achterbahn bei uns realistisch, idealerweise mit Looping oder ähnlichen Fahrmanövern mal hinzubekommen. Hier bleibe ich natürlich gerne stehen, wenn ich so ein schönes Holzmodell von der Buddern sehe. Das ist herrlich. Also erinnert mich so ein bisschen an meine kindheitlichen Streichholzkünstlerklebereien. Aber das ist natürlich eine Sisyphusarbeit. Ein wunderschönes Modell, finde ich. Bewegt sich natürlich nicht. Da wollen wir natürlich mehr. Der Kameramann ist ja gearscht, der darf nicht mitfahren, ne? Und seitdem haben wir es versucht. Immer so ein bisschen nebenbei, ne? Mal hier meine Ideechen ausprobiert, weil wir haben ja immer so viele andere Sachen, die wir gleichzeitig und immer gefühlt eilig oder einfach noch mehr Lust dazu fertig haben wollen. Aber jetzt ist die Achterbahn dran. Jetzt ist sie endgültig dran, weil der Europapark hat uns eine schöne Herausforderung hingestellt, nämlich die Voltron. Und die ist in so vielerlei Beziehungen super interessant für uns. Auch wegen des großen, wie nennt man es eigentlich? Volumens, die wir Wagens. ne? Genau. Also ja, die Fläche ja. ist riesig und der Wagen ist einfach breit und groß. Ne? Als du Voltron gehört hast, hast du wahrscheinlich erst mal gedacht, ach du Scheiße. Gucke ich mir erst mal an. Aber dann habe ich gemerkt, so, dass die Wagen echt außerhalb der Schienen, also der Außensitz, der guckt in freien Fall so runter. Und ja, jetzt müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen. Jetzt ist erstmal hier eine Teststrecke aufgebaut, die noch nicht funktioniert, aber ich weiß schon mal, wie aufwendig das ist, so eine Achterbahn zu zeichnen. Und meine Idee war, wir machen erstmal Grundträger. Das war die erste Idee. Grundträger und dann kommt die Platine hier einfach raufgeschraubt. Die hat immer die gleichen Abstände. Das hat nicht geklappt, weil das nachher zu steif war. Dann habe ich das so gemacht, dass ich mir einen Hauptträger gebaut habe mit Langlöcher. Das heißt, jetzt kann ich die Schienen darauf tun oder diese Platine und habe immer noch ein bisschen Spiel. Und wenn das dann funktioniert, also wenn diese Strecke einmal funktionieren sollte, mit der Steigerung, mit dem einen Looping, dann können wir erst weiter denken und gucken, ob wir das hinkriegen. Jetzt habt ihr vielleicht im Hintergrund schon ein paar Bilderchen, die wir euch eingeblendet haben, gezeigt. Wenn Thomas sagt, das habe ich mir mal kurz gebaut, dann bedeutet es halt, dass es eine hochpräzise 3D-CAD-Zeichnung ist. Genau. Da sitzt man natürlich auch ein bisschen dran. Ne? Also ich probiere mal kurz mal aus, ist da nicht. Aber was ich halt über die Jahre beobachte, ist, wie viel cooler das Gesamtsystem wird. Ne? Axel kam irgendwann mal mit so einem Streifen an, erinnerst du noch? Hat gesagt, damit können wir eine Achterbahn fahren lassen. Das war, davon ist nicht mehr viel übrig, weil die Anforderungen immer mehr wurden. Ne? Das Problem ist, dass halber, wenn es hier oben ist, wenn es auf dem Kopf steht, nicht mehr genau aufliegt. Deswegen wird es jetzt von vorne und hinten betrieben. Das ist
an den Seiten auch noch hinten eins hat, wenn es so rumklickt, damit es wirklich aufliegt. Das Halbach Array kennt ihr ja schon aus der Formel 1. Das ist 49 Magneten angeordnet. In den Autos. Bei den Autos. Und das war eigentlich die Grundidee, dass man auf so einer sehr, sehr dünnen Straße sozusagen einfach nur die Richtung ist ja geradeaus, man muss nicht rechts-links, also links reicht, also die Breite des Halbach Arrays reicht hier als Fahrbahn. Das einfach als Vortrieb benutzt, aber beim Looping auch halt, weil es ja Magnetkraft ist, auch als Anziehungskraft, sodass es vielleicht nicht runterfällt. Da wurde es aber, wie lange hat es gedauert? Das ging ganz schnell, dass uns klar wurde, dass es nicht geht, sondern dass es diese Innendinger braucht. Ne? Ja. Und dann kam Axel mit der Idee, warte, wir können doch auf der Rückseite der Platine auch sozusagen Mini-Halbach-Arrays anbringen, jetzt mal einfach leicht gesagt. Machen die echten ja auch, die krallen sich ja auch so um die Schiene. Und weil so ein Zug kann ja auch mal über Kopf stehen bleiben, dann soll er nicht runterfallen. Also nur Fliehkraft und Zentrifugalkraft reicht da nicht, ne? Aber die Verkantung, sagtest du selbst Ja, schon. wir Ne? haben hier auch noch nicht das Optimale. Das hat nicht genug Kraft, um einen Wagen wirklich hochzuheben. Weil hier an diesen Stellen ist natürlich der Halt am wenigsten, weil beide Halbach vorne und hinten nicht richtig drauf sitzen. Und das Ganze machen wir ja auch nur, weil es nur echt aussieht, wenn wir den abbremsen und beschleunigen. Weil wenn man es einfach fallen lässt, dann kommt das in den Maßstab einfach nicht hin. Kein fährt so. Das ist halt das Besondere. Wenn uns das gelingt, was wir hier vorhaben, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, dann lässt sich das ja alles steuern in der Geschwindigkeit. Wir sind ja nicht mehr davon abhängig, dass irgendwas runterrauscht und den Schwung mitnimmt, sondern wir können das, ihr kennt das von der Formel 1, ganz exakt steuern und können wirklich ganz realistische Bewegungsabläufe machen. Auch wenn man ehrlich sein muss, sie geschummelt sind. Es ist halt keine Achterbahn, die selbst fährt. Aber das haben wir jetzt schon über 20 Jahre ausprobiert. Wir können die Erdanziehungskraft nicht durch 87 teilen, unseren Maßstab, um realistische Bewegungen hinzukriegen, sondern es fällt einfach alles gleich schnell. Damit können wir mit reiner Schwungkraft sozusagen keine Achterbahn bauen, die realistisch aussieht. Aber damit ist das zumindest in der Theorie möglich. Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende eine Voltron im Dauerbetrieb stehen haben, schätzt du? Stand jetzt? 70%. Das Problem ist, haben wir noch. Warte, Genau. Und was schätzt du? Ja, ich auch. Ich denke mal, du bist sehr zuversichtlich, deswegen denke ich mal, dann wirst du mich pushen. Die andere Geschichte ist ja, die Platinen müssen zusammen Ich ja jetzt auch. verbunden werden. Ob wir das sauber hinkriegen, damit Können wir das das, gleich ausprobieren? ne? Ich habe die hier da. Macht ruhig weiter. Also so- bleibt dabei, Also das wie es weiter entsteht. Wie es hier ist, das würde ja schon funktionieren. Auch mit allen möglichen Manövern, die man da haben könnte. Genau. Warum verkantet der nicht und hat eben verkantet einmal? Das hatte ich gesehen. Ist Zufall. Ja, das ist auch wie es geschliffen. Es ist jetzt, müsste noch ein bisschen glatter gemacht werden. Und dann kommt es auf die Größe drauf an. Das ist dann noch die Optimierung. Das ist jetzt nur so ein Test. Aber da könnte ich jetzt noch Die nicht den, Geschwindigkeit ist jetzt hier nicht gegeben. da könnte ich noch nicht den Wagen draufsetzen, oder? Nee, das ist das Problem. Ja, genau. Das muss Dann noch verkantet geändert er. werden. Nee, dann kommt er hier nicht hoch, weil er dadurch, dass er das Gewicht da hat, geht er ein bisschen nach da. Eigentlich müsste man ein Gegengewicht machen. Aber das ist hier auch die schwierigste Stelle, weil beide Seiten nicht wirklich aufliegen. Das ist Glückssache. Aber das, Ihr habt wahrscheinlich das Gefühl, ich unterbreche die beiden immer, aber ihr müsst mal dabei sein, wenn wir hier open-minded, ohne Zeitdruck uns über solche Themen austauschen, dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste und ich dachte, vom Hundertsten ins Zehnte reicht euch vielleicht heute. Aber du wolltest was sagen, ich habe dich unterbrochen. Genau, also die Verbindung der Schienen, jetzt denke ich noch zweiter Punkt ist, die haben alle Kabel. Jede Platine hat wie viel Kabel? 3, aber 3 Kabel. Und Ja. dann wird jede Platine hat dann 3 Kabel, also einmal 3 Kabel, einmal 3 Kabel, einmal 3 Kabel. Die müssen ja auch irgendwo Ja. versteckt werden. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Wenn die hohl sind, passen die hier rein. Genau. Du hast ja vorhin diese Gummischiene angefasst. Das ist einfach ein Schienensystem, was ich mir ausgedacht habe, wie es aussehen könnte. Aber das ist natürlich noch nicht das Endprodukt. Weil wenn du dir überlegst, hier fährt der Wagen rüber, dann fährt er die ganze Zeit über Huckel rüber. Aber ich muss erstmal was zum Visualisieren haben, um zu gucken, wo könnte ich vielleicht die Kabel noch verstecken, ohne dass man die richtig sieht. Die dürfen ja auch nicht zu dünn sein, weil da richtig dick? Ampere rübergeht. Ne? Also wenn wir das bald dünn Sahen sie ein bisschen zu dick ein. Ja, Bei der Formel ja. 1 sind wir nämlich immer ins Limit gegangen. Ne? Ja, ja. Okay, aber da würden sie reinpassen, ne? Ja. Aber du würdest sie gerne in sowas drin haben. Ja, weil das hier ja in voll gedruckt ist. Und das ist schon stabil. Wenn ich das in hohl drucke, ist es nicht mehr so stabil. Ach so, ja. Oder wenn ich es extern sintern lasse, dann ist es vielleicht wieder stabil. Dann würde es gehen. Gut, muss man mal Ne? ausprobieren. Das ist die Frage. Das ist jetzt mit einem Filamentdrucker mal schnell auf die Schnelle gemacht. Was heißt auf die Schnelle? Das hat auch ein paar Tage gedauert, aber
so haben wir schon mal was wir anfassen können. Bin euch noch was schuldig. 35%. Ihr kennt mich ja schon von der Formel 1, da war ich. Ich war immer ehrlich, aber vielleicht am Ende ein bisschen zu pessimistisch. Habt ihr selbst verfolgt, dass die Prozentzahlen schwankten und sehr lange brauchten, bis sie hochgingen? Weil ich sehe einfach noch ein paar Herausforderungen. Du hast schon gesagt, die Platinstöße, Genau. Kabelführung, dann Verkantungen. Ihr werdet wahrscheinlich mit der Achterbahn jetzt mehr zu tun haben, weil es wäre natürlich schön, wenn wir sagen können, hey, wir machen mal ein Achterbahnprojekt und sind in einem Monat fertig. Ich glaube, das ist eher so ein Jahr, würde ich mal einfach sagen. Locker. Bis man sämtliche Kinderkrankheiten ausgemerzt hat. Aber immerhin baut das Miniatur Wunderland an der Vision, eine tolle Achterbahn zu haben, schon 24 Jahre. Von der ersten wilden Maus, die noch ganz doll klemmte, bis über wilde Mäuse, du hast die beste gebaut. Die ist richtig gut, ja. Gar nicht mehr klemmt, Genau. bis dann, okay, jetzt können wir ja auch mal den Looping angehen und so weiter und so fort. Das wird uns noch lange begleiten. Was ist denn der nächste Schritt? Also ganz viele Leute haben mich gefragt, so, ja, wie lange dauert das denn? Die Frage hast du ja schon beantwortet, da gehe ich eigentlich mit, mindestens ein Jahr. Dann heißt es so, ja, aber wenn das dann funktioniert, dann, meine ich ja, dann kommt der nächste Step. Das sind Prototypen. Das ist ein Prototyp, Prototyp 1, dann kommt Prototyp 2, 3. Wenn dann alles läuft, dann können wir sagen, okay, jetzt bauen wir die ganze Achterbahn. Das heißt, jede Platine muss einzeln angefertigt werden. In den Kurven muss die Platine visuell oder im 3D-Programm aufgewickelt werden. Das heißt, dann sieht die so aus und danach wird sie erst auf ihre Position geschraubt. Mit Platine meinst du wirklich den Genau, die Platine, elektrischen genau. Teil? Okay. Weil jetzt haben Das wir heißt, ja den können wir nicht als Stripe nehmen und dann... Nee, deswegen. Und dann ist die andere Herausforderung, das richtig zu zeichnen. Da muss ich mir auch nochmal, das war schon eine Herausforderung, diese Punkte visuell in mein Cut-Programm reinzutun und dann sagen, okay, die Löcher sind alle so. Das war für mich so, okay, ich habe wieder neue Skills gelernt, was wieder toll ist, aber jetzt ist es für mich noch eine Herausforderung, das nachher auch noch hinzukriegen. Aber dafür arbeite ich ja hier und gerne. Das heißt, die Track-Daten, sag ich mal so, wie Genau. ist der exakte Verlauf, die kriegen wir vom Europapark, oder? Also Europapark wollte uns die Daten geben, aber mir ging es nicht schnell genug. Also habe ich den Wagen mal kurz selber schnell noch Fotos nachgezeichnet. Und den würde ich auch noch ein bisschen verändern, weil der ziemlich weit oben ist. Und da haben wir das Problem ja hiermit. Wenn der hier in der Mitte ist, dann kippt der, weil der Mittelpunkt, also der Hebelarm länger wird durch diese ganzen Sitze. Ja. Und den können wir wieder verhindern, indem wir das Halbacher Array noch weiter reintun. Also dann würde ich hier einen kleinen Kasten reintun. Jetzt habe ich den, wir müssen vielleicht auch Kompromisse eingehen, dass wir sagen, 4 Sitze A2 rein ist zu viel. Zu früh für Kompromisse. Ja, okay, genau. Aber das werden wir dann sehen. Ja, ich weiß, was du meinst und ich Ne? befürchte es auch, weil sonst Verkantungen auch zu häufig werden. Genau. Oder wir bauen den erstmal mit 4 Sitzen und dann, wenn er läuft, ist es gut. Und dann ist die Herausforderung, okay, lass uns den mal mit 6 Sitzen oder mit 7 Sitzen oder 8 Sitzen oder was weiß ich, wie viele Sitze bauen. Was wir natürlich versuchen könnten, ist das Material, was wir für die Formel 1 als Unterboden bekommen haben. Ja. Was ja wirklich, wir haben ja wie in der echten Formel 1 auch etwa 20 verschiedene Unterböden für die Formel 1 getestet und dann den besten herausgefunden. Ob wir irgendeine Firma finden, die dieses Material, ich träume jetzt mal, sogar zum Aufsprühen uns liefern kann, weil dann könnten wir das hat ja eine extrem gute oder das ist das Gegenteil von Reibung, von Flutschfähigkeit oder wie auch immer. Wenn ich mir vorstellen würde, dass das so flutscht, dass Verkantungen egal sind, Ja. dann, also weil ich fände es natürlich schon schön, wenn wir den... Ja, ich finde es auch gut, ja, wenn es alles so original aussieht wie möglich. Ja. Ihr kennt das ja schon, die laberigen Folgen sind die, wo es um Visionen geht und wo erste Ideen und noch nicht so viel zu zeigen ist. Wobei, eine Bewegung können wir ja schon. Klar, wir könnten... Danke. Das ist jetzt die gleiche Geschwindigkeit, das ist doch nicht dynamisch. Ja, ist ja nur ein Test, schnell. Was ist das für eine Platine? Das ist eine alte Von der Mini-Eisenbahn, ja, ne? genau. Haben wir eigentlich die Speicherstadtbahn mal gezeigt in Gerds Tagebuch? Haben wir auch nur einzelne? Doch, natürlich. Wir hatten, nee, war das Gerds Tagebuch. Ich glaube, ich habe euch nie die fertige Speicherstadt gezeigt mit deinem Werk.
Exkurs zu Ende. Wir könnten auch das schon verkabeln. Das würde sicherlich ein bisschen dauern. Wahrscheinlich sagst du wieder gar nicht so viel. Und ich mache mir wieder immer nur zu viele Gedanken. Das ist ja jetzt praktisch nur den Schrauben. Ne? Ich habe ja hier. Guck. Aber wie würdest du denn, wenn wir das jetzt hier mal testen wollen würden, wie würdest du den Übergang machen? Reicht dir das so? Ich hab die Oder neuen, hakt das? Nee, die neuen. Hier. Da kannst du das sehen. Die neuen haben da auf beiden Seiten so ein Metall, wo man dann drüber löten kann. Das ist in der Mitte. Das Alles ist klar. Verbindung. Also würde ich mal sagen, das hier ist ja ein Testaufbau. Ihr wolltet sehen, wie deine neuen Ideen hier funktionieren, die Teile sich zusammensetzen. Sind die so flexibel, dass du damit jede Bewegung hinkriegst oder musst du am Ende doch jedes Teil einzeln? Nee, kriegst du hin. Also du kannst es so biegen, du kannst es so drehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ja nur, gerade Platinen haben wir bestellt, mehrere. Nachher wird das ja so sein, dass wir auch die Kurven bestellen. Nein, ich meine dies hier. Ja. Das sind nicht jetzt sozusagen Standardkurvenelemente, dass man da einen Baukasten nachher draus machen kann. Könnte man auch machen. Aber am Ende ist jedes Teil doch einzeln gezeichnet. Genau, Wenn am Ende- jedes Jahr. Und ich musste das dann trennen und sagen, okay, das sind jetzt die Verbindungsteile zum Beispiel. Dann habe ich hier so T-Stücke, weil das Halbwach-Array ja hier einfach greift, aber hier oben offen ist. Da habe ich gedacht, die T-Stücke können nachher das auch ein bisschen stabilisieren für die Trennung, die wir nachher mit den neuen Platinen ja zusammenlöten. Das müssen wir alles mal gucken. Also ich denke mal, in der nächsten Folge sehen wir den hier schon mal, wie er fährt. Und dann machen wir uns weiter Gedanken. Ich bin ja eher der Software-Typ, ne? Und Visionen mitleben oder vielleicht sogar auch mal eine eigene haben. Hier durfte ich ja noch nicht viel mitspielen. Ne? Werde ich da mal mitspielen dürfen? Also wirst du eine fertige Programm in deiner Steuerung haben oder brauchst du einen PC, der Das richtig kannst du schöne machen. Fahrmanöver Ich nehme macht? sowieso eine Ansteuerungsplatine von der Formel 1. Insofern kannst du da ja auch deine Daten drauf packen und die Geschwindigkeit ansteuern. Also die Fahrzeugsteuerung kann dann nicht nur Schiffe, Flugzeuge, Autos und Formel-1-Autos, sondern sie kann auch Achterbahn. Oder du machst es selbst. Bei der Formel 1 hätte Axel sich übrigens, glaube ich, die meiste Zeit gewünscht, dass er die Rennen hätte choreografieren können, fest vorgegeben in der Hardware, weil es dann viel, viel einfacher gewesen wäre. Also wir haben auch mehrere Situationen gehabt, wo du mich fast so weit hattest und ich dann erst beim Rausgehen dachte, was machen wir, wenn ein Auto einen Fehler macht? Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass am Ende du dir das nicht nehmen lassen wirst, hier die feste Fahrt im Mikrocontroller rein zu programmieren. So spektakulär wie bei der Formel 1. Das mag sein, aber Schön einfach. natürlich juckt es auch, dass man am PC mal eben so einen Joystick hochdrehen kann und dann sagen kann, mal gucken, wem beim Zuschauen schlecht wird. Wenn ich euch beide jetzt fragen würde, können wir denn das auch mal testfahren, würdet ihr wahrscheinlich sogar sagen, ja, wobei das mit den Übergängen natürlich auch nicht gelöst ist. Nein, das machen wir in einer der nächsten Folgen, dass wir hier mal eine längere Testfahrt zeigen, weil momentan ist das alles noch ein erster Versuch. Es gibt eine Sache, die du seit 15 Jahren immer mal wieder erwähnst. Ein Wort kommt immer mal wieder über die Jahre. Weißt du welches? Nee. Transrapid. Und für die aufmerksamen Zuschauer von Gerrits Tagebuch oder auch anderen Wunderland-Themen oder für die uns häufig besuchenden Menschen von euch, die werden sehen, der Transrapid fährt nicht immer. Also es klingt ja fast bescheuert, wir fahren den auf Rädern, dass wir das nicht hinbekommen. Aber der Grund ist ganz einfach, der mit umgerechnet 300 Stundenkilometer kachelt der über diese kurze Strecke, kriegt über Infrarot und mittlerweile auch über einen zweiten Weg Befehle, dass er irgendwann mal bremsen soll. Und beim jedem tausendmal tut er das nicht. Und dann kracht er mit Riesenkaracho, und der ist schwer, in diesen Bahnhof rein und ist wieder Schrott. Das heißt, Transrapid bei den diversen Versuchen, die wir bislang gemacht haben, ist immer noch nicht gelöst. Ich glaube, das Meisterstück von Axel am Ende wird sein ein Transrapid. Wird er denn dann auch schweben? Ja, der wird dann schweben, weil das ist die Herausforderung. So wie das bei der Formel 1 ist, da fahren die Autos ja schon 300, könnten wir sofort umsetzen. Also es ist dann fährt er wie die Formel 1, aber schwebt nicht. Das ist dann. Aber dann, wenn er schweben würde, könnte er auch echte 300 Stundenkilometer fahren, aber dann sieht man ihn nicht mehr. Ich habe mir das gedacht, weil ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder das Wort Transrapid tatsächlich bei dir gehört. Und immer wenn er mir erklärt hat, was mit dem System theoretisch möglich wäre, kam immer das Wort Transrapid. Deswegen, wenn die Achterbahn durch ist, willst du es tatsächlich versuchen? Ja, ich habe es aber leider schon, das ist total nur 0,2 mm Regelungsstrecke. Ist etwas, also es ist nicht die Schwebung, sondern bei dem System der Formel 1, die Autos ins Schweben zu bringen, praktisch die Formel 1, ist eine ziemlich ganz geringe Regelungsfläche. Die ist 0,1 mm, wo ich regeln muss, dass der da überbleibt. Das versuche ich und das habe ich gedacht, das wäre größer. Das heißt, die Auflösung in der Platine ist das Limit vielleicht? Ja, ich versuche einfach durch Links- und Rechtsbewegung den auf die Abstoßung der Vorwärtsbewegung draufzuhalten. Und das ist ein ganz, ganz kleines bisschen, wo er schweben würde. Wir haben ja schon Autoschützen gesehen.
Ich habe vor 11 Jahren einen Moment gehabt, da kam ich bei Axel ins Büro und er erzählte mir irgendwas von Formel-1-Autos, die eventuell sich auf irgendeine Art und Weise mit Magnetfeldern und so weiter bewegen lassen könnten. Ihr wart jetzt live dabei, wie das nochmal passiert ist, weil eventuell haben wir irgendwann einen schwebenden Transrapid und dann ist es hier heute das erste Mal erklärt worden, auch mir. Mit den kleinen. Ich bin gespannt. Ja. Guck mich jetzt nicht so Fragen an. Ich nagel dich nicht fest. Ich bin einfach super gespannt, ob wir irgendwann mal über den neuen Transrapid besprechen. Ich habe übrigens noch einen ganz persönlichen Wunsch. Meine Tochter sucht ein Lobster Shifter Snowboard in 1,48 Meter von 2019. In das hat sie sich total verliebt. Ihr aktuelles ist kaputt. Wir haben es überall gesucht. Wer zufällig so ein Ding noch im Schrank hat und es verkaufen möchte, sagt mal gerne Bescheid. Ansonsten habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wir machen irgendwann mal wieder das Thema Autos, also allgemeine Autos auf der Anlage. Das verschieben wir jetzt um eine weitere Folge, aber das wird spannend. Und das Thema wird auch spannend, so wie viele, viele, viele andere kleine Herausforderungen, die ich hier so jeden Tag so sehe. Wir könnten eigentlich jeden Tag ein ganzes Tagebuch drehen, nur dann würde ich leider nicht vorankommen, weil was hier alles passiert. Aber vielleicht machen wir das irgendwann mal wieder. Ein Tag im Wunderland oder wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn es so eine Laberfolge ist wie heute. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und schönen Sommer. Tschüss.